Hallo ihr lieben Stiere, wir schauen nach einer Nachricht für euch mit dem Lebensbaum. Was darf ich dem Kollektiv der Stiere weitergeben? Ja, es geht um Verbindungen, Beziehungen, Kreisläufe, vielleicht auch Verbindlichkeiten an sich, ne? Familienthemen, Sachen, wo man Harmonie braucht, Vertraglichkeiten im Beruf. Ich habe das Gefühl, hier führt irgendjemand auch einen Kampf, ne, gegen eine Alltagssituation, die kann jetzt im Beziehungsbereich, im Familienbereich oder auch im beruflichen Bereich sein. Es geht darum, den beruflichen Bereich so zu gestalten, dass er angenehmer ist, dass man in Harmonie damit ist. Für alle, die nicht arbeiten, ist es natürlich das Arbeiten an den Dingen. Ihr habt hier den Stern dabei, ne? Das ist eine gute Auflösung, das ist eine klare Situation, das ist ein bisschen Glück, das ihr da haben könnt. Und es ist eine Phase, wo ihr nur Anfang und Ende setzt, ne? Wo ihr Sachen beendet, die nicht im Frieden oder in der Harmonie sind und mit ein bisschen Glück einen Neubeginn gestalten könnt. Das kann jetzt auch eine Sache sein aus den Kindertagen, die euch immer ein bisschen aus dem Gleichgewicht geschubst hat, oder schwierige Situationen in Familien. Kann sich natürlich auch etwas Neues auf der Beziehungsebene anbahnen. Sind natürlich auch die Dinge, an denen man an sich arbeitet und sich beschäftigt damit. Hier sind neue Wege zu sehen, auch die liegen wieder unter einem guten Stern. Entscheidungen im Bereich der Herzensdinge, der Liebesdinge. Hier sind schicksalshafte Wege, ne? Hier kriegt man auch mal einen Knochen zugeschmissen. Das ermöglicht sich hier ein schöner Neubeginn, auch bei allen Sachen, wo man im Bereich der Herzensangelegenheiten so stagniert ist oder sich nichts aufgetan hat. Es geht hier auch sehr viel darum, der Berufung zu folgen. Hier wird sich etwas klären, doppelt und dreifach. Ihr kriegt sozusagen wieder den Durchblick. Ich habe hier einen Konflikt mit den Finanzen mit dabei. Es kann auch sein, dass man finanziell andere Wege geht oder dass man Lösungen sucht, die finanziell auf längere Zeit eben ein besseres Fundament schaffen. Möglicherweise ist es so, dass man hier auch eine Nachricht bekommt, einen Brief, ein Schriftstück, bei dem man klärende Schritte unternehmen muss oder einen Konflikt austragt. Wichtig ist hier, dass ihr für euch einsteht. Ihr guckt auch hier direkt rein. Es kann hier auch eine Auseinandersetzung sein oder eine Nachricht, das ist sowas wie eine Zusage, ne? Es kann den Vitalitätsbereich betreffen. Vielleicht, wo man etwas bezahlt bekommt von der Kasse oder wo man etwas, was man einreichen muss, finanzieller Art eben, vielleicht abgesagt kriegt oder da sich etwas noch klären muss. An sich kann es auch sein, dass man hier die Seele mal wieder sprechen lässt, um einfach sich Luft zu verschaffen in irgendeinem Bereich. Ich sehe hier viele Thematiken, da kündigen sich so Seelenpartner-Themen an, ne? Das sind immer Personen, die spiegeln einem extrem die eigenen Werte, oder da ist so eine extreme Verbundenheit auch da. An sich sieht man hier, da wo ihr euch durchboxt, könnte in Kürze eine Auflösung kommen oder eine Zusage, also lasst euch hier nicht die Butter vom Brot nehmen. So, dann haben wir hier alle Dinge, die das Vertrauen angekratzt haben oder Situationen aus der Vergangenheit, die irgendwo Blockaden gemacht haben, Hindernisse. Man sieht Lebensblockaden, also etwas, was einen auch schon so mal mit dem Leben hadern lässt, Verluste in der Vergangenheit.
Aber ich sehe, dass das hier sich sehr schnell auflösen kann und da eine neue Energie zur Verfügung steht, die sehr erdend und sehr klärend auch ist. Für einen oder anderen ermöglichen sich hier Dinge, da kriegt man Impulse, mal genauer auf das Umfeld auch zu gucken, wer nährt einen, wer trägt einen, wer stellt sich einem in den Weg. Für einen oder anderen gehen hier auch im häuslichen Bereich neue Türen auf. Das kann eine neue Wohnung sein, eine häusliche Situation, die sich klärt, eine Möglichkeit, das Umfeld auch neu zu gestalten. Das ist hier so ein bisschen von außen angeschoben, ne? Es kann hier sein, dass hier irgendein Bereich ist, wo ihr emotional gemauert habt oder zugemacht oder wo ihr auch sehr viel am Leid der anderen teilgenommen habt und jetzt so ein bisschen mehr auf euch guckt. Hier ist ein emotionales Ding, wo ein paar, ja, wie soll ich es nennen, das, was man um sich herum gemauert hat, dass man das ein bisschen öffnet, dass da kein Gefühlsstau ist. Hier sieht man auch genaues Hingucken, ne? Also hier sind Elternthemen, hier sind Schattenthemen, hier spielt die Vergangenheit eine Rolle mit. Auch der Bereich der Freundschaften kann hier angezeigt sein, dass man da irgendwann irgendwo zugemacht hat. Dass ein gewisses Misstrauen irgendwo mitschwingt, so Trauschau wem, auf wen kann man bauen, auf wen nicht. Bei allem, was ihr hier mit den Ämtern oder Behörden zu tun habt, guckt genauer hin, erhebt Einspruch, sowas alles. Dann habt ihr hier mit den Blumen auch Veränderungen, die euch weiterbringen, die euch auch emotional fühlen. Man sieht, dass hier Veränderungen sind, die auch zeitnah in eine gute Richtung gehen. Der ein oder andere könnte verreisen, sich erweitern, auf längere Zeit gute Pläne kriegen, Streitigkeiten, die beendet werden. Hier unten ist das Langfristige, was euch begleitet, vielleicht hier aus dem verbindlichen Bereich. Hier kann es schon auch mal sein, dass man Sachen, die man lange gepflegt hat, endlich loslässt und ein bisschen aufmacht, sich weitet für andere Dinge. Also Erweiterung im Allgemeinen ist hier zu sehen, auch emotionaler Art und auch das sich nicht begrenzen auf der Erde, also im Radius. Der ein oder andere könnte hier auch verreisen, viel unterwegs sein oder eine Reise planen. Es geht ein bisschen darum, die Dinge so zu gestalten, dass sie mehr euren Träumen und Sehnsüchten entsprechen und nicht nur einem Kreislauf, ne? So, ihr habt den Pinguin dabei mit dem Thema Kollegialität und Treue. Hier geht es darum, dass vielleicht viele Menschen an einem gleichen Plan arbeiten. Es geht um die Freundschaften, es geht um Teamplayer im Beruf. Das ist auch ein bisschen das, was man hier sieht, ne? Der eine oder andere kapselt sich vielleicht ab oder hat den Wunsch nach Rückzug. Und im Prinzip ist es aber auch so, dass man hier gemeinschaftlich was umsetzen könnte, dass zusammen etwas mehr Gestalt annehmen kann wie jeder alleine. Es ist auch so diese Eigenschaft, dass man jemand hat, der hinter einem steht. Es geht darum, wie verhält man sich gegenüber anderen, ist man kollegial, ist man teamfähig, kann man auch mal jemand was Gutes sagen. Und es geht darum, den großen, ganzen, weiten Blick über die Dinge zu haben. Inneres Kindarbeit ist hier sehr wichtig, also auch auf sich selbst gucken, das innere Kind nähern. Und im Prinzip ist es so, dass man hier gemeinsam durch schwierige Zeiten kommt und am Ende
alle daran Beteiligten gleichermaßen davon profitieren können oder dürfen. So, was habt ihr hier noch für einen Glücksimpuls? Prioritäten setzen, also angucken, auf was möchte ich mich fokussieren und auf was nicht. Und unterm Deck habt ihr noch, dass ihr Ballast abwirft, also irgendwo wird es auch leichter oder ihr lasst Dinge, die schwer gewogen haben, zurück. Es kann auch sein, dass es viel zu tun gibt und man sagt dann, okay, das oder das oder das lasse ich mal, ich mache jetzt nur das, was wirklich wichtig ist. Auch das dient der Selbstliebe und der Selbstannahme. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.